So, er geht halt gar nicht mehr an und sieht auch nicht so als ob das irgendwas werden würde. So, neue Woche, neue Arbeit. Heute ist in Grenada Thanksgiving, eigentlich ein Feiertag, und ja, heute ist mal schönes Wetter. Es regnet also nicht in Strömen, und deswegen habe ich mir überlegt, ich spritze jetzt einmal das Boot mit Salzwasser ab, weil jetzt das Süßwasser hat jetzt erstmal so grob alles gereinigt, und außerdem will ich noch ein bisschen das GFK putzen, weil das sieht halt echt schlimm aus und unser Cockpit braucht auf jeden Fall auch mal eine Reinigung. Nachdem es vor kurzem jetzt schon den Generator alt hatte, hat wahrscheinlich das gleiche Problem jetzt auch mein Linky-Motor erwischt. Also er geht halt gar nicht mehr an und sieht auch nicht so als ob das irgendwas werden würde. Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber es klappt alles nicht. Und da ja hier das Benzin, der Diesel, was auch immer, halt relativ dreckig ist, denke ich mal, dass entweder da die Einspritzdüse oder was auch immer oder halt der Vergaser total zu ist. Und ich war jetzt gestern bei Nigel, einem der Fishermans, und die reparieren Dingis, beziehungsweise habe ich jetzt mit dem ausgemacht, dass der das halt reinigt, und Bekannte von mir, die bringen mich jetzt quasi hin, weil das wollte ich mit Paddeln nicht schaffen, das ist echt weit. So, einer von Nigels Jungs oder sein Sohn war gerade da und hat mir mein Dingi wiedergebracht, und ja, ich musste ihn natürlich auch wieder wegbringen, und der Außenborder funktioniert endlich wieder, bin ich mega happy drüber, weil ich da einfach auch wieder selbstständig bin und nicht immer die Nachbarn fragen muss, wenn ich mal zum Einkaufen gehe oder so, das ist ein bisschen arg blöd. Und das Wasser war schuld, das heißt wahrscheinlich durch den ganzen vielen Regen, der jetzt hier in letzter Zeit runterkommt. Da, wo ich das Benzin einfülle, da ist wie so ein Luftventil oben auf dem Deckel drauf, und ja, das schließen wir normalerweise nicht. War bisher auch nicht so wirklich notwendig. Und über dieses Ventil, weil das halt ein bisschen geöffnet war, war es dann wahrscheinlich so, dass durch halt den ganzen Regen ist da eben Wasser reingekommen und in den Benzintank reingeflossen, und ja, deswegen ging der Motor nicht mehr an, weil ja natürlich Wasser im Benzin war, und das mag das Benzin oder der Motor nicht, und der Vergaser war auch wohl komplett verstopft. Und das haben sie alle gereinigt und auch gleich ein bisschen den Propeller, und ja, jetzt ist alles wieder supi. So, es ist total blöd, das Wetter hier. Es regnet eigentlich ständig heute. Also nicht so wirklich das zum Rausgehen. Und ich habe mich heute mit Freunden verabredet. Wir treffen uns jetzt gleich alle auf der Bowlingbahn. Das ganze Wochenende soll so eine tropische Welle kommen, das heißt von heute Abend, also heute ist Freitag, bis Montag soll es ziemlich nass werden, und das will ich jetzt gleich nochmal nutzen, und bevor der ganze Regen kommt, weil es heute schön wolkig ist, muss ich nochmal das Dingi putzen. Das ist mehr als überfällig. Ja, und dann muss ich nochmal das Ventil ordentlich zumachen und eben auch
Ich mache wie so eine Plastikbeutel über das Ventil, wo ich das Benzin reingieße, einfach um zu vermeiden, dass nicht wieder mein Wassertank voll mit Wasser ist. Hallo Leute, wir haben den 31.10. Halloween und ich befinde mich auf dem Rückweg nach Grenada. Ein beschwerlicher Weg mit vielen Stolpersteinen. Erst wurde der Flug mehrmals verändert von den Abflugzeiten. Vorher wurde mir der Flug gecancelt. Glücklicherweise hat Air Canada dann das auch richtig umgebucht. So musste ich 12 Tage länger bleiben in Deutschland, kein Problem. Dann beginnt das Drama eigentlich. Einchecken in den Flug nach Kanada war nicht möglich, weil wohl angeblich man nicht einreisen darf aktuell nach Kanada. Wir reisen ja, aber ich reise ja gar nicht ein, sondern ich befinde mich in der Transitzone auf dem Flughafen in Toronto. Deshalb war es gut, dass ich einen Tag eher nach Frankfurt eingereist war und ich bin direkt zu Kanada gegangen. Und siehe da, mit einigen Telefonaten wurde das Problem gelöst und ich erhielt meine Flugtickets. Gleich im Anschluss ging es zur Corona-Teststelle in Frankfurt in den Außenzugbereich, mittlerweile etwas professioneller organisiert als vor 3 Wochen. Es war mega voll. Account hatte ich mir zwischenzeitlich ja schon angelegt auf der Hinreise nach Deutschland. Und so entschied ich mich wieder für die 12-Stunden-Variante, weil dann hätte ich knapp 10 Stunden vor Abflug meinen Corona-Test gehabt. Aber es sollte anders kommen. Am nächsten Morgen sollte eigentlich der Corona-Test 12 Stunden, 14 Uhr, habe ich den Test gemacht, da sein. Um 2 Uhr war er nicht da, um 8 Uhr war er auch noch nicht da. Also bin ich wieder zu der Corona-Stelle hingegangen. Und siehe da, man bestätigte mir, dass der 12 Stunden Corona-Test, also wo man nach 12 Stunden die Auswertung hat, nachmittags ab 14 Uhr erst den nächstfolgenden Tag zwischen 10 bis 12 Uhr einem zugesendet wird. So musste ich notgedrungen ins Flugzeug nach Toronto steigen, ohne negativen Corona-Test, in der Hoffnung, dass der Corona-Test negativ ist. Das Einsteigeprozedere in Frankfurt war relativ diffus. Viele Passkontrollen, dreimalige Passkontrolle, um in das Flugzeug reinzukommen. Ich saß endlich und war happy und der Flug nach Toronto klappte auch einwandfrei. Wunderschöne Bilder von Grönland habe ich gemacht und es ging hier in Toronto dann das Theater weiter. Ein paar wenige Segler waren an Bord. Und wir gingen über diverse Passkontrollen, Einreise, Ausreise, Sonderformulare, dann endlich nach einer guten Stunde in den Transitbereich, wo ich jetzt gleich starte in Richtung Grenada. Zwischenzeitlich habe ich meinen negativen Corona-Test, alles ist easy und ich warte mal ab, was mich in Grenada erwartet. Wir halten euch auf den Laufenden. Ich bin happy, dass ich wieder in Grenada sein werde. Hier in Toronto in der Flughalle sind es 15 Grad, mega kalt. Die Leute, die hier sind, die kann man der Hand abzählen. Wir haben noch 2 Stunden und dann geht's ab in die Sonne und in die Hitze. So, ciao, ciao erstmal. So, Sven kommt ja jetzt bald wieder und
Ja, das heißt, ich muss halt nochmal für ihn einkaufen, weil er ja jetzt dann nochmal 5 Tage in Quarantäne muss, wenn er hier gelandet ist. Und darf auch zu niemandem Kontakt haben. Und genau, deswegen muss ich heute noch einkaufen und verbinde das gleich und treffe mich nicht noch mit einer Freundin. So, das mit dem Essen im Apartment bei Sven abgeben war relativ unkompliziert. Also ich war ganz normal einkaufen und bin halt mit dem Taxi dann gefahren, weil das war halt einfach viel zu viel. 3 Wasserflaschen und 2 Beutel mit Lebensmitteln, die hätte ich niemals mit dem Bus transportiert bekommen. Das wäre einfach too much gewesen. Und ich habe mich mit dem Taxi dann dahin fahren lassen und da kam dann halt die Besitzerin, mit der habe ich dann quasi das alles hochgebracht und ja, ich durfte halt das Apartment nicht betreten, aber alles davor halt abgeben, sodass wenn Sven dann heute Abend landet, dass er halt auch was zum Abendbrot hat, weil wo Grenada, also das Government hat wo Air Canada verboten, dass sie auf dem Flug Essen austeilen. Also wird er ziemlich hungrig sein, weil er nicht so wirklich was abgekriegt hat. Also es gab definitiv kein Abendbrot und kein Mittagessen und kein gar nichts. Und ja, deswegen habe ich ihm so ein bisschen was gekauft und damit er eben dann jetzt auch für die nächsten 5 bis 6 Tage versorgt ist, während er da in der Quarantäne sein muss.